Ein Rennauto, ja kein neues Rennauto, so viel kann man zumindest schon mal erkennen. Steht drauf eine 27 und, ja, muss ich mal ganz kurz gucken, es sieht aus wie ein Ford. Ich gucke mal kurz, ja, es ist ein Ford. Den kenne ich noch, ich bin ja Baujahr 1968 und das könnte ein Escort sein. Ich gucke mal gerade da hinten, ja, Sie nicken. Ein Escort, das war so ein Auto, bei dem ich meinem Nachbarn immer zugeguckt habe, wie der daran rumgeschraubt hat. Aber dieses Fahrzeug, so viel kann ich schon fast sagen, hat fast 300 PS und wiegt gerade mal eine Tonne, so wie es im Moment hier steht, und wird gefahren von einem 20-jährigen Newcomer, der so manchen Leuten das Fürchten gelehrt hat. Und hier haben wir ein zweites Auto, das ist, glaube ich, kein Escort. Ist auch ein Escort? Er nickt dort hinten. Ich werde gleich mal die Personen vorstellen, die hier nicken. Und dieses Auto war vor kurzem auf einer ganz tollen Rallye, nämlich der Rallye Monte Carlo Historique. Und ist da nicht nur so ein bisschen mitgefahren, sondern hat einen der absolut vordersten Plätze belegt. Und wir sind im Autohaus Hissler kurz dabei. Ihr habt euch ein bisschen um die Technik von dem Auto gekümmert, oder? Also Sven, ja, ganz genau. Also hast das Fahrzeug ja schon gezeigt, da steckt natürlich ein bisschen Vorbereitungsarbeit dahinter und unter anderem haben wir auch dafür gesorgt, dass das Fahrzeug die Rallye übersteht. Ja, Thema Krise, die Corona-Krise ist da. Ihr habt vorher praktisch eine Wette abgeschlossen. Für jedes Fahrzeug, was dieses Auto praktisch überholt, gab es Geld. Das wird uns gleich mal jemand erzählen, der das gemacht hat. Stell dich mal kurz vor, du selbst. Dein Name? Christian Hissler. Christian Hissler, genau. Du bist Ingenieur, Richtig. arbeitest hier und hast dich um die Technik ein bisschen gekümmert mit im Prinzip eurem Team zusammen, oder? Genau, mit meinem Team, tatsächlich unter anderem oder hauptsächlich mit meinem Vater zusammen. Da das gehört nicht zur alltäglichen Arbeit, da muss man sich ein bisschen für begeistern können und Zeit investieren. Das kann man fast nicht in den Alltag mit einbauen. Das heißt, wir haben auch oft noch am Wochenende oder spät abends daran gearbeitet. Ja, warum die drei Personen so weit auseinanderstehen, ist natürlich der Corona-Krise ein bisschen geschuldet. Abstand, auch, bloß wir filmen das mal, denn es gab heute einen bewegenden Grund, warum wir herkommen. Es gab einen dicken Scheck für 3 wirklich wichtige Parteien. Ihr habt das ein bisschen umdisponiert, wenn Sie sich mal kurz vorstellen. Ja, als Fahrer des Teams, mein Name ist Wolfgang Heinz und ich und mein Co-Pilot Rolf Pellini aus Frankfurt, wir haben im Vorfeld gesagt, dass wir für jedes Team, welches wir hinter uns lassen, im Gesamtklassement 5 € stiften. Normalerweise wird man bei SIDA Rallye Monte Carlo als Newcomer, kann man maximal unter die ersten 100 kommen, da ist man schon sehr gut. Aber wir haben es dann geschafft, tollerweise am Hafen von Monte Carlo Dienstagnacht den 17. Platz im Gesamtklassement zu belegen, auf den 15 Gleichmäßigkeitsprüfungen und haben daraufhin unser Wort gehalten, heute Morgen dem Bürgermeister von Losheim für soziale Zwecke Geld überreicht, was zusammenkam aus einem Zuschuss von mir und meinem Co-Piloten, aber auch die Firma Extrahaus aus Losheim und das Historic Rally Racing Team Germany haben Geld gestiftet. So sind wir jetzt bei 3.300 €, die der Bürgermeister sozialen Zwecken überreichen wird. Ja, es ist so. Das heißt, ihr wart recht erfolgreich. Ihr habt Platz Nummer 17, was? Platz Nummer 17 von über 300 Teams nach 3.600 Kilometer. Anfahrt ab Bad Homburg, letzte Woche im Januar 15 Prüfungen. Von den 15 Prüfungen, die wir gefahren sind, waren wir 99 mal 0, also genau in der Zeit, und sind dann 100 Mal, waren wir eine Sekunde daneben. Das war eigentlich sehr, sehr toll, aber es geht nur dann, wenn man ein gutes Team hat, wie mein Co-Pilot und wie auch die Firma Hissler, die den Wagen optimal mit weiteren Partnern vorbereitet hat. Ja, es ist ein Fahrzeugbaujahr. Baujahr 1979, hat ca. 180 PS. Gibt verschiedene Reifen, die wir fahren konnten, und tollerweise lag es kein Schnee. Das heißt, wir konnten relativ zügig und flott und wie gesagt immer auf die Hundertstel Sekunde bei sehr vielen Prüfungen diese Rallye Monte Carlo des Jahres 2020 mit der Startnummer 193 absolvieren. Ja, das war zu der Zeit, war das ein richtiges Rennauto. Also wenn man sowas gehabt hat 1979, ich glaube, da war das so mit Ferrari und Co. so auf einer Wellenlänge. Der hat ein paar weniger PS, aber das war ein Rallyeauto, was bei Ford in Köln oder sogar hier in Saarlouis gebaut wurde
Und es gibt heute noch jede Menge Sportler in Skandinavien, die mit so einem Auto sehr erfolgreich und schnell durch die finnischen und skandinavischen Wälder düsen. Ja, ich bin extrem bekannt für dumme Fragen. Heck-Frontantrieb? Das Auto hat Heckantrieb mit einer Differentialsperre von 75% und nur dann geht es vorwärts berghoch, Serpentinen. Es gab jede Menge Prüfungen, wo man kennt von der Tour de France, wo die Radfahrer linksrum, rechtsrum in einer ganz anderen Geschwindigkeit, was wir dann im 48er, 49er Schnitt absolvieren mussten. Ja, es ging jetzt nicht darum, um das Ganze nochmal zu erklären, möglichst schnell zu fahren, sondern sehr gleichmäßig zu fahren. Es war eine Gleichmäßigkeitsprüfung und da geht es um Hundertstel Sekunden. Das heißt, es gab viele Messpunkte. Dort wurde eine exakte Geschwindigkeit gemessen und wenn man die genau getroffen hat, dann gab es keinen Strafpunkt. Genau. Der Veranstalter hat in alle Autos einen sogenannten Trippi eingebaut, das ist ein Messgerät, mit dem man im Büro in Monte Carlo messen konnte, wie schnell jedes einzelne Team bei Kilometer 1 bis zum Beispiel 57 unterwegs ist. Und der Schnitt war vorher vorgegeben. Und dann haben wir dann versucht, wie gesagt, auf die Hundertstel Sekunde mit einem Wegstreckenzähler diese Schnittgeschwindigkeit einzuhalten. Und das klappte sehr, sehr gut. Ist hier jetzt ein normales Getriebe drin? Das ist ein normales Vierganggetriebe, aber mit einer ziemlich langen Übersetzung im ersten und zweiten Gang. Also im Prinzip kein normales sequenzielles Getriebe, was man oft kennt? Kein sequenzielles, ein ganz normales Schaltgetriebe, wo man noch arbeiten muss. Ja, was ist normalerweise Ihre Aufgabe, wenn Sie nicht gerade Rallyes fahren? Ich bin ein Kultur- und Sportveranstalter, Messeveranstalter und habe natürlich jetzt in der schweren Zeit wenig Arbeit, aber das ist ein anderes Thema und das ist mein Job. Ja, es gab dann anschließend ja Geld, das heißt, Sie haben die Schecks überreicht. Da haben sich 3 Leute ausgeguckt. Das war am Ende gar nicht so einfach, denn Sie haben sich auch für einen Verein entschieden, der wirklich armen Menschen hilft. Ja, wir haben 3 Vereine hier in Losheim und das letztere war jetzt ziemlich aktuell, die Losheimer Tafel. Dort gibt es ja schon soziale Fälle und in Rücksprache mit den Partnern wird Bürgermeister Helmut Hart in den nächsten Tagen 1/3 der Geldsumme von 3.300 € an die Losheimer Tafel zur Unterstützung überreichen. Ja. Erstmal vielen Dank. Wir gehen direkt mal zu dem Junior, der fährt nämlich das Auto, was ein bisschen stärker motorisiert ist. Ja, ich nehme mal an, der ist wirklich stärker motorisiert. Wenn du dich mal kurz vorstellst. Also mein Name ist Timo Schulz, ich bin 20 Jahre alt und bin dieses Auto Anfang des Jahres zum ersten Mal gefahren. Das ist das Rallye-Auto von meinem Vater. Der hat mir das mal kurz ausgeliehen für eine Rallye. Und du hast das Heil wieder zurückgebracht? Ja, ohne Kratzer wieder zurückgebracht, auf dem 8. Platz im Gesamtklassement. 1. Platz in der Klasse, was sehr zufriedenstellend war. Ja, heute wichtiger Tag. Das ist ein Nachbau, ein Replika, oder? Das ist ein Nachbau zu dem Weltmeisterauto von Ari Vatanen aus dem Jahr 1981. Sieht auch genauso aus. Ja. Cool. Ja, was ist da die Herausforderung bei dem Auto? Der hat auch, ich nehme an, Heckantrieb, oder? Ja, das Auto hat Heckantrieb, hat viel Leistung mit den 280 PS. Ein 5-Gang haargeschaltetes Getriebe, wie es früher war. Im Prinzip. Das heißt also, wenn man hier einen Fehler macht, dann geht er hinten weg, oder? Ja, dann fährt man ein bisschen quer. Der hat Power? Ja. Okay, das Drehmoment, das kann man nur schätzen, oder? Oder ist das schon mal gemessen worden? Drehmoment hat er so ungefähr 250 Newtonmeter. Ja. Ein Saugmotor, also nicht so viel. Gut, der Sauger hat den Vorteil, man muss ihn, glaube ich, nicht so hoch drehen, oder? Doch, gerade den Sauger. Gerade genau, den Sauger muss man hochgehen, Ja. Den Turbo nicht so hoch, gell? Ja, Genau. Das Auto dreht bis zu 10.000 Umdrehungen. Echt? Ja. 10.000? Das ist ein sehr hochdrehender Motor mit einer mechanischen Einspritzung, also mechanischen Benzineinspritzung. Das ist ziemlich cool. Also ich habe ja damals, der hat auch so diese Kotflügelverbreiterungen, die man sich immer so als kleiner Junge damals gewünscht hat, auf den Autos mit drauf. Ja, tolles Auto. Ist das so gewesen, dass du das Auto gefahren hast und du hast sofort mit dem Auto Freundschaft geschlossen oder hat er ein klein wenig rumgebockt? Ich bin das erste Mal ohne Test mit dem Auto gefahren und ja, es hat sich alles direkt sehr gut fahren lassen. Ja. Ich habe mich direkt sehr wohl gefühlt im Auto und wenn man sich wohlfühlt, kann man natürlich auch schnelle Zeiten fahren.
Cosworth steht drauf, also kein normaler Serienmotor. Nein, das ist ein Motor, der von Cosworth in Zusammenarbeit mit Ford entwickelt wurde und ja, ist ein spezieller Rennmotor, der im Prinzip nichts mit einem normalen Straßenautomotor zu tun hat. Sehr schön. Am besten schauen wir mal kurz rein, dass wir mal sehen, wie es so drinnen aussieht. Wenn du mal so lieb bist, mir mal die Tür aufmachst, kann ich mal reinhalten. Natürlich Überrollkäfig, das ist alles reglementiert, nehme ich an, bei der Rallye. Ja, der Überrollkäfig nach FIA-Reglement, also dem Reglement des Motorsport-Weltverbandes. Natürlich mit den Sitzen, die speziell für den Motorsport gemacht sind, die speziellen 6-Punkt-Gurte für die Sicherheit. Ja, und da ist natürlich immer jemand dabei, der sagt so ein klein wenig die Strecke an. Das habe ich aus anderen Drehs schon mal gelernt. Du hast auch einen Beifahrer. Ja, genau. Hier bei der Rallye, die wir Anfang des Jahres gefahren sind, ist die Lina Meter mit mir gefahren. Der Beifahrer sagt natürlich immer an, wohin die Strecke geht. Das ist wichtig. Das heißt, wenn er einen Fehler macht, nicht so gut, oder? Ja, genau. Der Beifahrer muss halt ziemlich genau und passend sagen, wohin die Strecke geht, damit der Fahrer halt genau weiß, wo er hinfahren muss, wie schnell er die Kurven fahren muss, wann er bremsen muss. Ja. Was ist so normalerweise in deinem Leben? Ich nehme an, dass du nicht professionell Rallye fährst als Beruf, oder? Ich bin momentan Auszubildender zum Zerspannungsmechaniker. Okay. Dreher. Ja, Dreher und Fräser. Ja, das ist gut. Das heißt, du hast im Prinzip deine Leidenschaft zum Beruf, willst du machen, so ein bisschen. Ich nehme an, dass du auch schon als Kind mit Motoren geschraubt hast? Ja, genau. Dadurch, dass mein Vater schon seit 30 Jahren Rallye fährt, hat sich das sehr gut verbunden. Sehr schön. Wie startet man denn beim Fahren? Ich nehme an, dass du nicht direkt in ein Auto eingestiegen bist. Ist es Kartfahren? Ist das ein Thema? Ja, ich habe mit 6 Jahren angefangen, Kart zu fahren. Bin dann bis ich 18 Jahre alt war, halt in der Kart-Rundstrecke unterwegs gewesen, im ADAC Kart Masters, habe insgesamt 8 Meisterschaften im Kart gewonnen und ja, bin dann dadurch, dass mein Vater halt Rallye fährt, in den Rallye-Sport umgestiegen. Bin da jetzt in meinem 3. Jahr unterwegs, habe dort im letzten Jahr die saarländische Junior-Rallye-Meisterschaft gewonnen und wurde Zweiter in der Gesamtwertung von allen Autos. Ich nehme an, dein Vater liebt dich, oder? Ja. Das heißt also, es kann ja immer mal passieren, dass man abfliegt auf so einer Rallye, oder? Ja, das kann schon mal vorkommen. Sollte natürlich nicht, aber auszuschließen ist es nicht. Ja, schickes Auto. Ja, wir haben einen haben wir noch nicht gefilmt. Das werden wir jetzt mal tun. Das ist nämlich der mittlerweile Senior-Chef hier vom Autohaus Hissler. Ihr habt euch so ein klein wenig darum gekümmert, dass die Autos laufen, richtig, mit eurem Team? Ja, ist richtig so. Es ist so, dass ich vor 20, 30 Jahren schon an solchen Fahrzeugen gearbeitet hatte, als Wolfgang Heinz damals schon aktiv Rallye-Sport betrieben hat und auch sehr erfolgreich. Und ich kenne diese Autos, diese Escort RS aus dem FF. Und wir haben jetzt nochmal viel Zeit investiert und als Unterstützung für das Team waren wir tätig und haben also dafür gesorgt und versucht, dass dieses Fahrzeug auch dass die Rallye übersteht, von der technischen Seite her, alles erdenklich Mögliche gemacht und zu schauen, ist da noch was, ist hier noch was zu kontrollieren. Und ich muss sagen, es hat gepasst. Das Auto ist hier 3600 Kilometer gefahren, ohne eine Mucke, ohne irgendeinen technischen Mangel. Es musste nur Kraftstoff nachgetankt werden und ab und zu mal Radwechsel vollzogen werden. Ich war selbst überrascht, es war hervorragend. Selbst überrascht. Ja, das ist ja nicht schnell, es geht nicht mit dem Technischen. Ich war überrascht, dass es auch ohne eine Schramme abgegangen ist. Das Auto kam heil in Monte Carlo an, ohne Blessuren. Technisch dachte ich schon, dass es alles hält, aber man kann ja nie wissen, man muss ja auch manchmal noch Autos überholen. Es ist nicht so, dass man nur hintereinander herfährt. So, das wäre soweit alles, was ich dazu zu sagen hätte. Ja, sehr schön. Ich will dem Fahrer danken, dass er so hervorragend gefahren ist und uns auch hier mit präsentiert, dass wir an dem ganzen Event auch teilhaben können. Ja, so ist es. Ja, es kam dann was Gutes bei raus, nämlich ein Scheck insgesamt über 3.000 € habt ihr verteilt. Das war schon in der heutigen Zeit, gerade das Thema Tafel, die kriegen so gut wie nichts mehr. Es gibt keine Lebensmittel mehr, die abgegeben werden. Ich habe letztes Mal berichten, die Tafeln sind quasi leer. Ja, Wolfgang Heinz hat das gut hingekriegt. Er hat vorher schon gesagt, er tut diese
Vereine unterstützen und dass die Tafel noch dazukommen, finde ich eine gute Sache und im Endeffekt hat man noch nicht damit gerechnet, muss ich ehrlich sagen, dass man unter die ersten 17 kommt. Das ist ja an für sich, es muss sich für ihn anfühlen wie ein Sieg, wenn man als Rookie hinkommt und dann doch mal so eine Strapaze in Anspruch nehmen muss und dann so nach vorne fährt. Es war an für sich, es war schon fast Wahnsinn. Ja, da vorne sieht man es. Das ist hier eine französische Zeitschrift, die hat natürlich darüber berichtet. Ja, dann kam, oh, das sind die, zeigt es mir gerade, das ist die Strecke, die ist sehr kurvig. Anders kann man, er lacht. Anders kann man das gar nicht sagen. Das ist schon eine unglaubliche Herausforderung, oder? Ja, das ist der weltbekannte Col de Turini, kennt der Insider des Rallye-Sports seit 30 Jahren, gehört immer zum festen Programm der Rallye-Weltmeisterschaft, die ja 4 Tage vor uns dort war. Wir sind die als Prüfung 15 gefahren. Ich war dort 9. Bester mit 7 Sekunden gegenüber der Idealzeit. So, dann erwähnen wir nochmal kurz explizit nochmal die beiden anderen Vereine, die ihr dann praktisch beschenkt habt. Es ging ja nicht nur um die Tafel, sondern ihr habt einen der größten Vereine in Losheim bedacht mit einer Spende. Der größten Verein, den Turnverein Losheim für die Jugendarbeit und auch die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft für das betreute Schwimmen im Hallenbad in Losheim. So. Ja, vielen Dank. Wenn Sie kurz nochmal Ihren Namen sagen. Wolfgang Heinz ist mein Name. Wolfgang Heinz, das stand nämlich hier vorne, da stand nämlich W. Heinz. Ich zeige es gerade nochmal. Wo ist denn hier die Blutgruppe oder war das hier nicht notwendig in dem Fall? Die Blutgruppe ist da nicht notwendig. Ich gucke mal, ob sie hier drauf ist. Ob sie da drauf ist, weil meine Frau mich heute Morgen gefragt hat, welche Blutgruppe ich habe. Deswegen kam ich gerade drauf. Nee, ich habe aber 0, nur zur Information, falls es irgendjemand der Zuschauer interessiert. Okay, das ist so. Ja, damit wollen wir es dann auch belassen. Ja, mitten in der Corona-Zeit. Es gibt noch Lichtblicke, nämlich Spenden an wirklich wichtige Leute. Das Fernsehen war heute da, ich glaube, das ZDF war da und da hat er auch nochmal darüber berichtet. Das ist ja eine klasse Sache und ja, wir werden mal nach der großen Krise nochmal berichten und dann ist das Ganze auch ein bisschen unbeschwerter, denke ich mir, weil im Moment ist alles recht bedrückend. So ist es auch bei euch. Bei euch im Autohaus leer, oder? Moment. Ja, wir dürfen keine Autos verkaufen, wir dürfen nur Fahrzeuge reparieren und das können wir noch machen. Die Werkstatt hat gut zu tun? Die Werkstatt hat genug zu tun noch, Gott sei Dank, aber Verkauf, wie gesagt, ist eingeschränkt. Wir haben schon Schwierigkeiten, überhaupt ein Fahrzeug zuzulassen. Die Zulassungsstellen haben teilweise geschlossen. Macht aber auch Sinn, die Leute, die sollen einfach zu Hause bleiben, also ja, nur für notwendige Fahrten, richtig? Richtig, das ist richtig so, aber irgendwann muss die Krise mal vorbei sein. So ist es, ja. Vielen Dank euch allen, Dankeschön, tschüss.